Hallo, der Baufuchs meldet sich wieder. Und zwar habe ich bemerkt, dass die Sitzbezüge meiner Wohnzimmerstühle langsam hinüber sind. Deswegen werde ich einen neuen Stoff über das Polster spannen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch in diesem Video. Zuerst demontiere ich die Sitzfläche von dem Holzgerüst des Stuhls. Diese ist mit nur 4 Schrauben befestigt, die ich einfach herausdrehe. Jetzt ist der Stuhl von der Sitzfläche gelöst und ich kann ihn runterheben. Den alten Bezug werde ich nicht ablösen, sondern einfach einen neuen darüber spannen. Mit der Rückseite nach oben breite ich den Stoff auf einem Tisch aus. Ungefähr mittig darauf platziere ich das Sitzpolster. Auf allen Seiten sollte genug Stoff vorhanden sein, sodass ich ihn später auf der Unterseite befestigen kann. In meinem Fall benötige ich umlaufend knapp 10 cm Zugabe. Diese zeichne ich mir einmal um das Polster herum auf den Stoff an. Mit einer Schere schneide ich den Stoff nun an den zuvor angezeichneten Stellen entlang aus. Ich platziere die Sitzfläche mittig auf dem Stoff und überprüfe, ob die Stofflänge an jeder Seite passt. Mit einem Handtacker befestige ich den Bezug nun auf der Sitzfläche. Ich arbeite immer an den jeweils gegenüberliegenden Seiten zuerst, damit sich der Stoff nicht zu sehr verzieht. Der Bezug sollte so gespannt sein, dass er keine Falten mehr hat, aber auch nicht zu stramm, sodass der Schaumstoff des Polsters komprimiert wird. Den Stoff in den Ecken der Sitzfläche falte ich immer in eine Richtung um und befestige sie anschließend mit einer Tackerklammer. Nach Möglichkeit sollte die Falte erst auf der Unterseite des Stuhls beginnen. Jetzt ist der neue Bezug komplett montiert und ich kann die Sitzfläche wieder auf den Stuhl schrauben. Dafür drehe ich einfach wieder die 4 Schrauben in das Holz, schon sieht der Stuhl wieder wie neu aus.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder einen Kommentar von euch freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Baufuchs.